Ich habe einen Nationalpark, ich habe da gewisse Bachläufe, die da langlaufen. Da müssen Personen drüber gehen können und dafür genau sind diese Brücken gemacht. Herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal. Wo ist das Problem? Ja, heute gucken wir uns gleich zwei Probleme an. Und das erste Problem heißt, wie komme ich denn an meine Anlage ran? Und das zweite Problem heißt, wie schaffe ich das denn, eine Brücke per Hand durch den Wald zu tragen? Wie ihr wisst, schaffen wir Lösungen auf Basis von glasfaserverstärkten Kunststoffprofilen, Pultrusionsprofilen, aus denen wir dann unter anderem Sonderkonstruktionen bauen. Erste Frage, wie komme ich an meine Anlage ran? Wir haben hier, das seht ihr im Hintergrund, 5 Bühnen, an denen wir gerade bauen. Das sind spezielle Bühnen für eine Chlorelektrolyseanlage, die in Spanien gebaut wird. Besonderheit an diesen Bühnen ist, die ist recht schmal. Man muss also vorne an den Kopf dieser Elektrolyseanlage rankommen und dort Wartungsarbeiten durchzuführen, Messarbeiten, um auch Sachen auszutauschen. Da ist sehr wenig Platz, sind also enge Platzverhältnisse. Man hat sichergestellt, dass Leute nach hinten nicht wegfallen können. Hier vorne ist es halt offen, das ist aber auch gewollt, weil hier ja praktisch die Anlage steht. Hier hat man also Stufen, man kann also diese Leiter hochgehen, man kommt auf die Plattform drauf, kann sich vernünftig festhalten, hat hier den Rückenschutz und hier vorne, wo es offen ist, das bleibt natürlich nicht offen, hier ist der Bereich, wo natürlich die Chlorelektrolyseanlage anschließt. Das Ganze wird also vor dieses Bauteil gebaut. Wir montieren solche Sachen natürlich vor, um sicherzustellen, dass die auch wirklich passen. Kann man sich vorstellen, wenn wir hier irgendwas konstruieren würden, man stellt fest in Spanien, dass es halt nicht zusammenpasst und dann müssen wir von hier aus Probleme in Spanien lösen. Das ist nicht so ganz witzig, deswegen Vormontage hier. In diesem Fall ist es so, dass der Kunde eine Anleitung mitbekommt, dass er diese Sachen selber vor Ort installieren kann. Wir haben aber auch immer die Möglichkeit, eigene Monteure zu schicken, dass die Sachen auf der Baustelle aufbauen. Das ist immer in Abstimmung mit dem Kunden. Wenn man sich die Konstruktion hier anguckt, haben wir eigentlich unseren bewährten Aufbau. Wir haben hier links und rechts GFK-U-Profile als tragende Profile, sind 200 mm hoch. Hier zwischendrin sind immer noch mal Querstreben, damit also diese beiden U-Profile auch sauber miteinander verbunden sind. Wir haben dann das GFK-Gitterrost, was hier drauf befestigt wird, mit diesen Edelstahlklammern. Ja, das, was wir hier machen, ist halt eben das Geländersystem aufbauen. Arcadius ist schon dabei, die Pfosten hier zu befestigen. Auf der anderen Seite haben wir auch schon die Fußleisten, Knieleisten, Handlauf gefertigt, ne? Genau. Und da sieht man eigentlich, das ist eine Lösung hier für die Chemieindustrie. Wir haben aber eine sehr ähnliche Lösung, auch auf Basis von unseren Standardkonstruktionsprofilen, die wir euch jetzt als nächstes zeigen werden. Gehen wir mal zum nächsten Thema. Ich habe gesagt, nächste Frage ist, wie schaffe ich es, Brücken per Hand durch den Wald zu tragen? Das seht ihr hier. Das sind also auch wieder aus unseren Standardkonstruktionsprofilen, die wir haben. Ein Aufbau für eine Brücke, in diesem Fall aber für einen Nationalpark in der Nähe der polnischen Grenze. Ich habe da gewisse Bachläufe, die da langlaufen. Da müssen Personen drüber gehen können und dafür genau sind diese Brücken gemacht. Wie ihr seht, haben wir hier auch 3 unterschiedliche Längen der Brücken. Wir dürfen also daraus schließen, dass die Bäche irgendwo mal ein bisschen breiter, mal ein bisschen schmaler sind. Wenn man sich vorstellt, man muss die Einzelteile per Hand dahin verfrachten, geht das natürlich. Ich kann das Geländersegment zerlegen. Ich kann auch hier die Unterteile zerlegen. Wichtig ist halt nur, dass wir sie einmal vorher vormontieren und zusammenbauen, um sicherzustellen, funktioniert alles, passt alles. Die wird hinterher wieder in Module zerlegt, die man einfach per Hand tragen kann. Und dann müssen die in dem Fall tatsächlich per Hand an die Baustelle verfrachtet und dort wieder aufgebaut werden, ne? Die Gitterroste, die ihr hier seht, sind Gitterroste aus dem Isopolyesterharz. Glasfaserverstärkter Kunststoff logischerweise. In dem Fall hier dasselbe Gitterrost wie in einem anderen Anwendungsfall mit der chemischen Industrie, wo wir die Bühnen haben. Wenn jetzt die Anforderungen an die chemische Resistenz höher werden, können wir natürlich auch Gitterroste aus dem Vinylesterharz oder aus anderen Harzen einsetzen. Das ist immer was, das stimmen wir schon bei der Anfrage zusammen mit dem Kunden ab, was wirklich sinnvoll ist. Jetzt habt ihr gerade gesehen, was wir für die Chemieindustrie gerade aktuell bauen, was wir für einen Nationalpark machen. Wenn ihr ein Video sehen wollt über eine deutlich längere Bühne, dann könnt ihr euch das hier auch angucken. Und wenn ihr den Kanal abonniert,
Dann verpasst ihr auch nicht das Video, in dem wir euch eine deutlich größere Konstruktion zeigen, bei der wir auch die Montage vor Ort übernehmen.